unser Fazit mit der Licorne hier im Sommer und wie wir sie dafür ausgestattet haben. Im Motorraum auf dem Fußboden und sehe, dass da Wasser drin steht und es ist Salzwasser. Der Urlaub ist vorbei, das schöne Wetter ist vorbei. Wir haben die Flaute endlich durchquert. Wir hatten eine kleine Flaute hier und haben jetzt noch, ich weiß gar nicht, 70 Meilen oder sowas. Nee, 80 Meilen haben wir noch. Also nicht ganz die Halbzeit haben wir jetzt. Genau. Und wir wollten euch mal so ein bisschen erzählen, was denn unser Fazit ist von dem, was wir jetzt mit der Licorne hier im Sommer gemacht haben und wie wir sie dafür ausgestattet haben, ob wir damit zufrieden sind und was dabei rausgekommen ist. Also wir haben das ausgestattet, von dem wir aus unserer Erfahrung mit der Arriva wussten, was wir brauchen. Und primär das, was wir schon hatten und das, was halt nötig war. Also Segel waren nötig. Ohne neue Segel wären wir nirgendwo hingekommen. Also die hatten Risse, die waren ausgeleiert, die waren mürbe. Wir hätten überhaupt nicht segeln können. Genau. Das war echt nötig. Und wir wussten, dass wir Solar brauchen. Wir hatten so eine Idee davon, wie viel. Deswegen war der Solarträger, also der Geräteträger, auch sehr wichtig. Ja. Und wir wussten, dass wir einen ordentlichen Anker brauchen. Und das war auch wichtig. Ja. Genau. Das hat sich auch als gut herausgestellt bei dem Sturm, den wir auf Mallorca hatten, dass wir ein ordentliches Anker-Equipment hatten. Das war schon wirklich wichtig. Also das waren Dinge, von denen wir wussten aus unserer Erfahrung heraus, was wir brauchen. Und ich für mich kann sagen, ja, das war so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das hat alles so gehalten, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir hatten nochmal gesprochen über die Waschmaschine, ob die jetzt nötig war oder nicht. Das wäre das einzige Teil, das ich jetzt als fancy Spielerei bezeichnen würde. Allerdings muss ich von meiner Seite aus sagen, ich bin froh, dass sie da ist. Also wir haben sie auch nutzen können, wir haben sie auch benutzt. Und wenn ich mir überlege, was wir damals mit der Arriva in Waschsalons gerannt sind und was wir da an Kohle verbrannt haben in den Waschsalons, ist das doch mit der Waschmaschine echt, finde ich, wirklich eine Verbesserung. Ja. Also nochmal kurz zurück. Die Segel, die sind super. Wir kommen damit hoch an Wind. Wir fahren auch jetzt sehr hoch an Wind. Sind flott damit unterwegs, eine super Qualität. Sind wir echt glücklich damit. Ja. Dann Geräteträger und Solar. Wir haben 840 Watt Solar hinten drauf und dann jeweils nochmal 110 Watt an der Seite als klappbare Paneele. Und aus dem oberen Solarpanel kommen normalerweise so in der Mittagszeit so um die 600 Watt raus, 650 Watt. Und dann links und rechts noch ungefähr 75 Watt, also jeweils da, wo es nicht verschattet ist. Und das ist gut. Wir haben dazu die Batterien vom alten Boot mitgebracht, 2x200 Ampere-Stunden Lithium. Und das ist zu wenig. Also da bräuchten wir doppelt bis dreimal so viel. Wir können, also bei uns läuft jetzt allerdings auch Starlink über 230 Volt die ganze Zeit. Deswegen brauchen wir relativ häufig den Inverter und das frisst natürlich Strom. Das Umrüstkit habe ich schon da, ich habe es nur noch nicht eingebaut. Dann, was hatten wir noch? Geräteträger Solar. Was hattest du noch erwähnt? Anker, ja super. Anker ganz wichtig.
bin ich auch super, super zufrieden damit. Also wir hatten ja überlegt, ob wir eine Nummer größer nehmen, aber das brauchst du beim Ultra wirklich nicht. Wir haben das jetzt so häufig erlebt, dass der sich im Sandboden, wenn du genug Kette gibst, der gräbt sich immer tiefer ein. Also du siehst ihn gar nicht mehr. Du siehst, irgendwo verschwindet die Kette und dann 2-3 Meter weiter ist irgendwo die Ankerkuhle, wo der Anker sich eingegraben hat. Und ich weiß von einem Freund, der hat ein 20-Tonnen-Boot auch mit dem 27 Kilo Anker. Also das ist schon top und die Chromox Chain dazu, die ist natürlich echt klasse, weil die halt sauber dann im Kettenkasten auch ankommt. Dann haben wir ja noch, und die Waschmaschine ist auch super praktisch, dann haben wir ja noch 700 Liter Wasser an Bord. Das war allerdings schon eingebaut. Das ist ganz toll, weil das reicht uns eine ganze Weile. Und wir haben ja den portablen Wassermacher von der Arriva mitgebracht und auch den Benzingenerator. Und das beides in Kombination läuft dann so ungefähr alle 2 bis 3 Wochen mal. Und das ist auch gut. Der Nachteil dabei ist allerdings, dass wir dann zwischendrin pickeln müssen, also den konservieren müssen. Das liegt einfach daran, weil es so aufwendig ist, den immer aufzubauen mit dem Generator, dass ich das dann nicht wöchentlich mache und nicht alle 2-3 Tage. Den Vorteil hat man halt beim fest eingebauten Wassermacher. Also? Das haben wir noch, weil wir haben noch auch eingebaut, was auch gut, richtig und auch von der Größe richtig war, ist unser Schwarzwassertank. Ja. Also das war schon gut, die Größe zu nehmen. Also wir hatten ja 72, ja. 72 Liter und der hält doch eine ganze Weile. Und ja. Wir waren kürzlich auch zu viert an Bord, da hält er dann auch eine Weile. Ja. Und wir sind echt bestürzt, wie viel Fäkalien in den Buchten rumschwimmen. Also das ist echt unglaublich. Ging gerade auch durch die Presse. Port Soja hat ein Fäkalienproblem, das war zwar hausgemacht, aber die überlegen mittlerweile Bojen zu legen, um die Boote zu begrenzen. Und Ibiza auch, auf den Balearen, also eigentlich überall, wo wir waren, in jeder Bucht. Im Vergleich zu vorher sind die Ankerbereiche viel kleiner geworden. Und wir befürchten auch, oder ich glaube, dass es auch in die Richtung geht, dass aufgrund dieser hohen Fäkalienbelastung auch durch Boote die Balearen dazu übergehen werden, ganz viel mit Bojen zu versehen. Mich macht das ganz traurig, dass es so weit kommen musste oder kommen wird, aufgrund dessen, dass die Leute halt, wenn sie vor Anker leben, nicht mal the bare Minimum einen kleinen Schwarzwassertank einbauen. Wir hatten auf Arriva auch einen kleinen. Das hat funktioniert. Naja, oder dass man halt, selbst wenn es ein kleiner ist, dann alle 2-3 Tage mal rausfährt, ein Stück segelt, um das zu leeren. Die Bucht von Poyenza, wo wir ja auch lagen, da liegen viele Boote. Uns bietet sich auch an, dort länger zu bleiben, wenn man das mag. Wir haben es nicht so gemocht. Und Poyenza hat auch ein Problem mit Fäkalien, die innere Bucht. Und bin mir sicher, dass da ganz viel mit Bojen ausgelegt werden wird. Das ist dann vorbei. Die Pläne gibt es. Also ich habe das gerade gelesen, vorgestern, dass ein Strandabschnitt aufgrund des Fäkalienproblems gesperrt werden musste und das in der Saison. Und dass das vermutlich, also ja, man denkt, dass das von den Boden kommt, weil da wirklich viele Boote liegen vor Anker. Ja. Das kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass das mit davon kommt. Und also der Plan wurde gemacht, ein Bojenfeld zu bauen, und dann ist auch kein freies Ankern mehr erlaubt. Genau. Also dann hast du an die Boje zu gehen, sofern du eine Boje bekommst. Die kostet roundabout vermutlich um die 50 € in der Hochsaison. Da ist nichts mehr mit. Ich lebe da mal 3, 4, 5, 6 Wochen und habe ein schönes Leben. Ja. Naja, es ist wie es ist. Wir haben die Balearen noch so erlebt und können das so als Erlebnis mitnehmen, und da sind wir froh drüber.
wollte uns gerade die Trinkwasserflaschen voll machen und stelle unten in der Kombüse fest, dass die Trinkwasserpumpe nicht geht. Und die Trinkwasserpumpe ist im Motorraum auf dem Fußboden. Und ja, Deckel aufgemacht, reingeguckt und sehe, dass da Wasser drin steht. Jetzt waren wir die ganze Zeit auf diesem Bug gefahren und zwar mit ziemlich viel Lage. Und es ist Salzwasser. Es kommt aber nicht aus dem Motor. Das heißt, es muss irgendwo anders herkommen. Ich konnte jetzt nicht rauskriegen, woher das kommt. Das muss ich mir im Hafen nochmal in Ruhe angucken. Ich vermute fast, es gibt die Lenzpumpe, es gibt beide Lenzpumpen und ich könnte mir vorstellen, dass es da einen Saughebeeffekt gibt, genauso wie es das beim Motor der Fall war, weil jetzt sozusagen der Auslass auch unter der Wasserlinie lag. Ja, ich habe da ja auch kein Schnüffelventil drin, das heißt, das könnte theoretisch sein, dass es rückwärts zurückläuft. Ich weiß es aber nicht und ich kann es im Moment auch nicht rauskriegen, weil durch die Schräglage ist das Wasser ja jetzt die ganze Bordwand hochgelaufen und wieder runtergelaufen. Was ich jetzt gemacht habe, wir waren erstmal auf dem anderen Bug, damit wir lenzen, damit wir die Lage bekommen und das dann abläuft. Da laufen wir aber komplett in die falsche Richtung, da laufen wir nach Mallorca runter, da wollen wir nicht hin. Jetzt habe ich es kurz so weit ablaufen lassen, dass wir damit leben können und habe Segelfläche deutlich verkleinert. Sind jetzt auch viel langsamer unterwegs, können auch die Höhe nicht mehr laufen, aber das ist jetzt egal. Wir kommen Richtung Barcelona, Richtung Castelldefels, das ist ein bisschen westlich davon und vielleicht dreht ja der Wind noch, wenn nicht, kann gut sein, dass wir die letzten 20, 30 Meilen E-Motoren müssen und dann können wir die Höhe auch wieder rausfahren. Also ihr seht, beim Langfahrtsegeln gehört sowas immer mit dazu. Du bist unterwegs und irgendwas funktioniert nicht, egal ob das jetzt der Förler ist, der seinen Dienst verweigert, das kann nicht viel sein. Ich habe mir das vorhin schon mal angeguckt. Die Relais, die klicken und geben auch den Strom weiter, wie sie sollen, aber der Motor läuft nicht. Das heißt, wahrscheinlich sind es die Bürsten oder der Motor selbst. Ich gucke mir das dann nochmal in Ruhe an. Ich wollte es jetzt nicht bei Lage auf Deck machen. Das mache ich dann ein andermal, mache ich lieber im Hafen. Wir können auch so damit arbeiten. Das war jetzt sozusagen auch der Härtetest. Wie geht denn das eigentlich ohne Förler? Geht sehr gut. Man muss nur eine Schraube rausdrehen und dann kann man das so machen. Ja, und hier unten, das gehört eben auch dazu. Also was kommt vor, wenn man unterwegs ist. Sind vielleicht auch ein bisschen Anfangsschwierigkeiten noch. Ich denke, das ist nicht weiter schlimm. Kriegen wir in den Griff. Zu dem Salzwasser im Motorraum, das ist ein bisschen ärgerlich, weil das hausgemacht ist. Da war ein alter Wassermacher, den ich demontiert habe und 2 Schläuche waren übrig geblieben. Die waren direkt am Auslass, gehen in den Auslass, aber sehr nah am Auslass. Und wenn wir viel Lage fahren, dann wird der Auslass unter Wasser gedrückt und dann ist diese Distanz so kurz, dass das Wasser hochgedrückt und durch diesen Schlauch wieder zurückgedrückt wird, sodass es reingelaufen ist in den Motorraum. Und was besonders ärgerlich ist, an der Stelle darunter lag der Laderegler und der Windgenerator, den ich René abgekauft habe, aber noch nicht angebaut habe. Und der Laderegler hat von dem Salzwasser was abgekriegt, ganz kräftig sogar. Ich habe den jetzt aufgeschraubt und habe ihn mit Süßwasser ausgespült. Der scheint erst heute Salzwasser bekommen zu haben. Das war jedenfalls alles frisch und noch nicht verkrustet und auch noch nicht korrodiert. Und deswegen werde ich den eventuell retten können. Der Windgenerator selber hat nichts abgekriegt. Soweit so gut. Ich bin jedenfalls froh, dass ich den Fehler gefunden habe. Ich habe also die Schläuche jetzt nochmal verschlossen. Einen habe ich einfach nur abgeknickt, Kabelbinder rum. Beim anderen habe ich einen Stift reingesteckt und Kabelbinder rum, sodass da jetzt kein Wasser mehr austreten kann und habe sie noch höher oben hingesteckt und mit dem Kabelbinder gesichert, dass da nichts passieren sollte. Ich werde aber dann längere Schläuche kaufen und die an eine andere Stelle sehr weit nach oben legen,
und auch die verschließen, sodass da Ruhe ist und nichts passieren kann. Für den Moment ist es aber okay und jetzt hoffe ich, dass wir gut durch die Nacht kommen. Wir haben nur noch wenig Wind, fahren ein bisschen über 4 Knoten, haben irgendwie nur noch so 7 oder 8 Knoten Wind. Aber wenn es so weitergeht, ist das okay. Wir können nicht mehr ganz die Höhe laufen und werden sowieso irgendwann die Maschine dann starten müssen, um den Rest zu fahren. Wenn der Wind nicht noch dreht. Mal sehen. Hinter mir ist Abenddämmerung, die Sonne ist gerade untergegangen, das letzte Licht. Wir bereiten uns auf die Nacht vor. Ich hatte mich vorhin einmal hingelegt, aber konnte nicht schlafen und hat aber trotzdem gut getan. Jetzt hat sich Marion hingelegt, die hat ohnehin Kopfschmerzen. Ich kriege auch langsam Kopfschmerzen. Die zweite Nacht ist immer schwierig, finde ich. Noch dazu, ich war seit 3 Uhr, bin ich ja jetzt wach und habe zwischendrin eine halbe Stunde oder eine Stunde geschlafen. Das hat schon mal gut getan, aber das reicht natürlich nicht. Ich werde mich dann irgendwann vor 12 nochmal hinlegen und werde dann die zweite Nachthälfte übernehmen. Das wird dann vor Barcelona sein, da wird wahrscheinlich wieder Schiffsverkehr sein. Das mache ich dann gerne selber. Für Marion ist das echt anstrengend. Wie das so ist, der Urlaub ist vorbei, das schöne Wetter ist vorbei. Hier ist ganz bewölkt und dunkel. Ja, genau. Allerdings gab es noch mal einen wunderschönen Sonnenaufgang auf See. Nochmal einen habe ich bekommen für jetzt erstmal ein paar Wochen Hafenzeit. Und da freue ich mich jetzt auch in gewisser Weise drauf, dass ich ein paar Sachen am Boot erledigen kann, die dringend notwendig sind. Ja, also das Boot hat auf der Fahrt jetzt auch nochmal gezeigt, was es gerne gemacht haben möchte. Ja, auf der gesamten Fahrt, die ganzen 6 Wochen. Die Liste ist ganz schön lang geworden. Ja. Ja, also es ist jetzt nochmal wie nennt sich denn das? Das Auto vom Groß. Der Schlitten. Der Schlitten. Der Förler vom Schlitten vom Groß. Ja, vom Ausholeschlitten. Der Schlitten vom Förler vom Groß. Ja, genau, so rum. Funktioniert der Motor nicht mehr. Ja. Dann hatten wir ja Wasser im Motorraum. Ja. Das heißt, das ist auch noch nicht ganz in Ordnung. Und was war noch? Auch viele Sachen. Wir haben Wasser stehen in der Nähe von der vorderen Toilette, unten in der Bilge. Und ich weiß nicht, wo es herkommt. Das ist Salzwasser. Da ist allerdings auch eine Sonde, wo auf der Sonde ein bisschen Wasser draufsteht. Also so ein Ding zum Aufdrehen. Vielleicht ist es das. Der Autopilot zickt. Ja, der Autopilot zickt. Also vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir jetzt nochmal, also nicht nur deswegen, aber es war jetzt erholsam die letzten 6 Wochen, aber vielleicht war es auch ganz gut, dass wir 6 Wochen hatten dieses Jahr, um dem Boot ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, wie sich's anfühlt und was es noch braucht, weil jetzt haben wir noch mal ein bisschen Zeit dafür und dann können wir das noch machen, bevor wir die nächste Etappe angehen. Also ich bin jetzt auch kurz bevor wir da sind, auch ganz froh, dass wir doch jetzt abgebrochen haben. Ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt, jetzt abzubrechen. Die Tage sind noch lang, um zu arbeiten, um am Boot zu arbeiten. Es macht im Moment noch Spaß,
draußen zu arbeiten. Es kommt ja auch irgendwann die Zeit, wo es dann auch nicht mehr, gut, es wird die nächsten 2 Tage regnen, aber wir haben jetzt auch erstmal... Wir müssen drinnen aufräumen. Wir müssen erstmal drinnen Klarschiff machen, bevor wir Boot draußen trockenlegen. weitermachen können. Es müssen noch 2, 3 Sachen bestellt werden. Ja. Also die Vorbereitungen können wir jetzt Ja. in aller Ruhe machen Ja. uns einen Plan. Der Aufbruch war jetzt für uns auch in gewisser Weise überraschend. Wir hatten gerade noch mal überlegt, wo wir als nächstes hinfahren wollen, weil Portinasch jetzt auch ungemütlich geworden wäre. Und dann haben wir auch gesehen, dass das Wetterfenster jetzt gerade für rüber passt. Und das kommt nicht so häufig vor. Also Ja, stimmt. das nächste Mal hätte es dann wieder wahrscheinlich 2 Wochen gedauert. Und wer weiß, vielleicht sind wir ja relativ schnell durch Ja. und können Morgen weiterfahren. genau, und können dann nochmal weiterfahren. Also Ja. es ist noch nicht geklärt, ob wir jetzt den ganzen Winter hier bleiben. Es gibt noch ein paar Ideen von Ja. Valencia vielleicht. Da müssen wir Ja. noch Also- aus dem Wasser raus. Das könnte Genau. man in der Nähe von Valencia machen. Und da sind noch mal so ein paar Überlegungen. Ja, für die unter euch, die es interessiert, wir sind ja jetzt von Ibiza direkt nach Barcelona gefahren. Das sind 150 Seemeilen und wir haben jetzt 30 Stunden gebraucht. Das heißt, das sind so nicht ganz 5 Seemeilen in der Stunde und wir hatten eigentlich einen ganz guten Wind, mit Ausnahme von einer Flaute von 30 Meilen und jetzt heute Nacht um 3 war der Wind auch weg. Das heißt, jetzt 2 mal 6 Stunden mussten wir trotzdem Motoren von den 30 Stunden, aber also das ist trotzdem okay, weil das Ein guter Schnitt, ganz finde ich durchgehen, auch. gibt es selten. Ja, genau. Also,